Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute möchte ich euch mal zeigen, was alleine eine Waffe so alles ausmachen kann. Wir haben es jetzt gerade noch Sonntag, es ist gerade noch Epic Event und ich weiß nicht, wann das Video kommen wird. Deswegen wollte ich euch das nur mal zeigen. Ich hatte jetzt gerade die Epic-Waffe einfach so bei einer Quest gefunden und ja, deswegen werde ich euch mal zeigen, was ich hier für einen Brecher gefunden habe. Wer meine Videos kennt, weiß, dass das hier meine alte Waffe hier oben ist. Und die ist einfach jetzt schon so outdated. Das ist eine legendäre Waffe und ein Epic ist einfach um 106 Durchschnittsschaden stärker und 42 Attributsschaden stärker. Und das ist auf jeden Fall schon eine krasse Sache. Aber ich bin jetzt damit mal in den Simulator reingegangen, in den Dungeon Simulator. Und hatte mal geguckt gehabt, was das an Prozente ausmacht. Und hier sehen wir, da wo ich vorher wirklich so unter 0% oder so hatte, so 0, was weiß ich, irgendwie 8, 9%, vielleicht gerade mal so, da habe ich jetzt knapp 3% und es sind jetzt einige Dungeons auf jeden Fall machbar. Und das Ding ist halt, jetzt kurz bevor der legendäre Dungeon kommt, ist es natürlich nochmal ratsam, ein paar Level zu machen, damit ihr mit einem möglichst hohen Level in den neuen legendären Dungeon reingeht, damit eure Items natürlich auch besser sind, denn umso ein höheres Level ihr habt, umso stärker sind natürlich eure Items dementsprechend. Und deswegen will ich nochmal versuchen, kurz bevor jetzt der legendäre Dungeon erscheint, nochmal ein paar Dungeons hier aufzuräumen und vielleicht das ein oder andere Level nochmal gut zu machen, denn diese Waffe hat mich jetzt ordentlich gecarried. Also ich hatte ja gesagt, ich will jetzt nicht großartig weiter nach Epics suchen, weil ich ja auf die Legendaries warte, so im legendären Dungeon. Da rüste ich mich jetzt vorher nicht nochmal aus. Und die sind schon teilweise sehr nice. Das sind alles Epics hier. 44, 42, 44, besser so, ne? Das sind alles krasse Werte schon, ne? Und das sind nur Epics, so. Und deswegen wartet mal ab, bis dann die Legendaries kommen. So, es würde sich natürlich auch lohnen, die schon anzuziehen, damit man noch mehr Chancen in den Dungeons hat, aber alleine die Waffe hat schon so einen fetten Impact, dass sich das alleine schon rentiert. So. Und deswegen schauen wir jetzt mal einfach rein. Wir fangen mal an, am besten von oben herab, wie die Chancen so stehen, mit denen, wo die Chancen am höchsten sind. Und das ist einfach hier der Dr. Abawuwu. Da schauen wir mal rein, mit einer 3%igen Chance ist der hier am Start. Und die Pilze sind es jetzt einfach wert, hier zu investieren, damit man einfach einen guten Vorteil hat, wenn man in den Legendary Dungeon reingeht, dass wir da dann auch dementsprechend ein schönes hohes Level haben. So, und es freut mich sehr, weil ich hätte jetzt von mir aus nach der Waffe jetzt nicht extra so geblättert. Deswegen umso geiler ist es natürlich, dass wir jetzt hier diese Chance bekommen haben und eine richtig geile Waffe gefunden haben hier. Und da haben wir den Shakes direkt auch down. So, das ist auch sehr nice und hier sogar noch eine bessere Rüstung. Also das ist schon sehr cool. Und jetzt haben wir hier den Fidget auch noch am Start. Ich weiß nicht, wie hoch hier die Chancen bei ihm sind. Das ist ja auch ein Magier. Und da läuten die Glocken. Der ist aber nochmal deutlich schwieriger. So. Da haben wir Shakes ein bisschen einfacher geschlagen hier. Gucken wir uns den nochmal an. Das ist ja ein Krieger hier. Mal schauen. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Und sollte, denke ich mal, auch kein Problem darstellen. So, als nächstes gehen wir mal in den 13. Stock rein. Denn ich glaube, Fidget werden wir erstmal noch nicht besiegen können. Hier übrigens rechts raus knapp 1200. Gucken wir mal in den 13. Stock rein. Alex, der Abtrünnige, auch ein Gegner gewesen, der so gut wie nicht machbar war. Prozentchancen bei 0,6% oder so, jetzt bei 1,25. Das ist durchaus realistisch und lohnt sich auch hier rein zu pilzen, denn das sind, wenn es gut läuft, so unter 100 Pilze, die man jetzt hier investiert für den Gegner. Deswegen gucken wir mal nach, schauen wir mal und man muss sich da mal vor Augen halten, es ist wirklich nur die Waffe, die gewechselt worden ist, gegen eine Epic-Waffe, nicht mal eine Legendary-Waffe so. Und jetzt stellt euch mal den Impact vor, neue Legendary-Waffe, neue Legendary Ausrüstung, also alle anderen Items außer die Waffe, plus neue Legendary-Steine mit einer
höheren Minenstufe. So, das wird uns, glaube ich, also das bringt, glaube ich, nochmal einen richtig, richtig fetten Impact. Ja, gut, bei Jan, den habe ich jetzt wieder nicht berechnet. Der wird wahrscheinlich wieder ein bisschen schwieriger sein. Und deswegen stecken wir mal nicht allzu viel hier rein. Gucken wir mal zu den nordischen Göttern. Da ist jetzt die Midgard-Schlange mit 1%. Ne? Also auch so circa 100 Pilze, wenn alles glatt läuft. Schauen wir mal bei ihm rein, wie es hier aussieht. Etage 8 von 10 mittlerweile. Hier natürlich auch schon Blitzschaden. Ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt hier drauf? Eisschaden habe ich hier. Okay. Ja, also kann man machen. So, wir pilzen mal ein bisschen rein. Es ist wirklich worth. Und ja, wenn man jetzt sich das noch vor Augen hält, dass meine Begleiter auch noch alle 3 neue Waffen gebrauchen könnten, ne, dann würde in der Schattenwelt wohl wahrscheinlich auch nochmal einiges liegen. So, wir gucken mal. Midgard-Schlange. Gucken wir uns den Kampf mal an. Und ja, ab jetzt wird es wieder ein bisschen haariger werden. So. Jetzt hätten wir als nächstes den Herkules auf der Liste. Ne? Der hat schon wieder unter 1%, also 0,7. 6% hat der. Der ist schon ein bisschen schwieriger. So. Wir schauen mal. Ich denke mal, ein Level sollten wir noch schaffen bis zum legendären Dungeon, dass wir da dann schon mit einem guten Vorteil dann reingehen können da in die ganze Geschichte und uns dann dementsprechend schön equippen können. Genau, gucken wir mal hier rein. Das sind jetzt halt nur die Gegner, die jetzt, Alter, auch ein richtig krasse Tries dabei. Die sehen teilweise besser aus als die anderen. Aber können natürlich auch täuschen, ne? Können natürlich auch kleine Bait-Angriffe hier sein, ne? Dass man ein bisschen gelockt wird hier, ne? Ja. Da sahen die Angriffe vorher schon ein bisschen besser aus. Ja, will jetzt doch nicht mehr so ganz. Und das waren jetzt halt, wie gesagt, nur die Gegner, die ich versucht habe. Oder ich sag mal, die jetzt am ehesten gehen würden. Wir schauen mal einfach, wir gucken mal so random durch. Osteros, der Beschützer. Einfach mal so nach Feeling, ja. Nicht nur irgendwie so stumpf irgendwie nach Berechnung, sondern einfach mal nach Feeling ein bisschen reinknallen hier. So, mal schauen, wie sieht es hier aus beim Schoßtier. Da waren auch schon gute Tries dabei, ja, also, aber auch viele, die hier nur bis zur Hälfte oder so gehen. Also jetzt nicht weiter wild. So, gucken wir mal hier in Hemoridor. Mal schauen, wie sieht es hier aus. Ja, die sehen alle noch ein bisschen schlechter aus als die wir getried haben. So, Schattenwelt im Wirbelwind wird, denke ich mal, auch einiges gehen. Mal schauen hier beim Trolltrio. Wie sieht es hier aus? Also, wie gesagt, meine Begleiter habe ich ja jetzt hier nicht weiter ausgerüstet. Es ist wirklich nur ein neues Item jetzt hier hinzugekommen. Ne? Und das ist halt das ist halt eben das hier. Ne? Und alle anderen Sachen sind weiter noch nicht verbessert. So, es ist wirklich nur die Waffe. Und die Waffe ist halt wirklich das, was halt wirklich so viel ausmacht. Es macht so krank viel aus, wenn ihr eine neue Waffe habt. Das ist immer das Wichtigste so. Ne? Also das immer als erstes equippen, das ist somit eigentlich so das, ja, euer stärkstes Item, was ihr habt. Der King sieht auch gar nicht mal so verkehrt aus. Ne? Der sieht auch so aus, als ob der fallen könnte. Viele knappe Tries dabei. Ja, da hätte man schon sagen können, jo, an der Stelle könnte man schon das erwarten. So, bei der Tesi sieht es noch nicht so gut aus. Ist halt eben nur die Frage, wege ich ab und hole mir noch ein paar Epic-Waffen jetzt noch oder halt eben warte ich halt. Ne? Das Ding ist, wenn ich mir noch ein paar Epic-Waffen hole, dann könnte ich vielleicht 1 oder 2 Gegner mehr besiegen. Was bringt mir das aber dann so im Verhältnis? Ne? Bringt mir vielleicht nicht mal ein Level oder so. Deswegen gucke ich, was jetzt so geht. Und auf den Rest müssen wir dann halt eben ein bisschen hoffen. So, ne? Den haben wir jetzt auch schon wieder down. Das sind auch wieder, 220 Millionen. Mal gucken, haben wir hier ein Kundschafter-Item. Ja, die Rüstung ist absolut bad. Sowas wollen wir hier nicht sehen. So, die ganzen anderen Sachen, die können wir natürlich ins Klo schmeißen, aber wir kriegen natürlich zum Legendary Dungeon so viele Epics, dass wir da natürlich auch einen krassen Überfluss haben. Ja. Gut, Schmollum sieht jetzt nicht so bezaubernd aus. Gut, ich glaube, ich weiß nicht, in der Dauerschleife, keine Ahnung.
aber die geben auch kaum was, also die sind wirklich nicht sehr empfehlenswert. Wir können nochmal hier reinschauen. Da können wir ein paar Prozente machen. Da haben wir gestern, oder ich sag mal gestern, den letzten Tag, wo wir das Dämonenportal angegriffen haben, da haben wir nicht mal 10% gemacht. Jetzt haben wir 72, von 100 auf 72 runter. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Und ja, freut mich auf jeden Fall, dass hier noch so gut was geht, bevor nachher der Legendary Dungeon anfängt. Dann können wir da so mit Stufe 377... denke ich mal, 377, 378 so, aber ich glaube eher 77, können wir dann in den Dungeon reingehen und haben nochmal ein paar Level gemacht, oder besser gesagt 1 oder 2, ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben wir einiges gut an Erfahrung jetzt gesammelt. Mal schauen, der Herkules, wir geben ihm noch 50 Tries, mal gucken, ob er bis dahin fällt. Das ist halt jetzt der Gegner, der noch, oh, ja gut, da haben wir ihn schon, ja, nice. Wie viel hat er jetzt gebracht an Erfahrung? Ich muss mal kurz gucken. Okay, bringt jetzt noch nicht so viel. Ist ja auch einer der Gegner, die ein bisschen, ja, der ersteren Gegner vom Olymp, ne? Okay, gut, aber den Try, den gucken wir uns, also das ist ja Krieger gegen Krieger-Battle, tut mir leid. Also auf meinem Magier gucke ich mir die Kämpfe gerne an, aber Digga, Krieger gegen Krieger ist ja auch wirklich, ja, gut. Muss man mögen halt, ne? Muss man auch Zeit mitbringen. Und Zeit ist Geld und wir wissen ja, wir haben ja beides nicht, ne? Okay, gut. Ja, ich denke, der Beschützer würde als nächstes fallen, aber ob wir den nochmal tryen, da ist halt die Chance jetzt noch geringer als bei Herkules eben. Ich denke mal, da belassen wir es jetzt eher bei. Das Level kriegen wir jetzt auch noch so zusammen bis zum Legendary Dungeon auf jeden Fall. Und ja, freut mich. Ich habe ein bisschen Progress gemacht, sehr coole Sache und ja, konnte euch vielleicht ein bisschen damit zeigen, was so möglich ist, alleine mit einer neuen Waffe im Gepäck, ne? Das ist natürlich schon ziemlich cool. Jetzt können wir hier auch ein bisschen mehr Damage machen, so, zack. Ich weiß nicht, habe ich meine Kämpfe hier schon fertig? Nee. Jetzt komme ich natürlich auch vielleicht ein bisschen höher, alleine durch die Waffe halt wieder so, ne? Also, wo ich jetzt vorher auf Rang 100 oder so jetzt rumgedümpelt bin, schon fast, weil ich halt mich absolut gar nicht neu equipped habe seitdem her, ne? Also seit dem letzten Legendary Dungeon. Gibt ja viele Leute, die jetzt mittlerweile sich neu equipped haben mit, ja, mit neuen Epics und haben diesbezüglich halt auch eben bessere Werte so, bessere Stats als ich. Ist ja auch ganz klar. Aber ja, da hatte ich mir halt eben gesagt, so nö, ich warte bis zum Legendary Dungeon und da rüste ich mich dann wieder komplett neu aus, vielleicht auch meine Begleiter wieder. Aber ja, gut, dass wir jetzt halt die Waffe gefunden haben. Wir sind jetzt eben auf Platz 70 von, wo waren wir vorher? 80, 90, keine Ahnung. Ne? Also ist auf jeden Fall einiges an Luft nach oben und jetzt halt mit dem neuen Levels dazu gerechnet, auch natürlich sehr nice. Jetzt müssen wir irgendwie zusehen, dass wir die ganzen Items bis dahin loswerden, denn ja, das Inventar wird ziemlich voll. Vielleicht haben wir auch Glück und kriegen noch die letzte Rune, die fehlt. Widerstand gegen Eis, was fehlt uns denn noch? Was hatten wir denn? Oh, hier haben wir dasselbe, ja, dieselbe Rune nochmal da, also das ist ja auch bitter. Hier ist bei Eis 1%, was mir noch fehlt. Und ansonsten, ja, habe ich hier alles gemaxt soweit an Runen. Auf dem Battle Mage übrigens dasselbe. Da fehlt mir auch noch 1%, nur eben halt bei Blitze. Und dann habe ich das auch komplettiert, komplett komplettiert das Ganze. Ne? Und ja, ich glaube, der will nicht. Oh, obwohl auch guter Try eben. Den hätte ich mir mal anschauen müssen. Gucken wir uns den mal an. Der war auch gut, der Try. Wir schauen mal. So, wir hauen Crit raus. Er crittet aber auch. Wir hauen noch einen Crit raus. Okay, ist machbar. Ist machbar tatsächlich. Er darf nicht critten. Ne? Wir müssen durchkritten, er darf nicht critten. Also Chance ist gar nicht mal so unrealistisch, dass wir den besiegen hier. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir es noch gebacken. Oh, auch ein sehr krasser Try eben gewesen. Aber ich glaube, da hätten wir... Ich weiß nicht, ob wir momentan mehr Chancen in Osteros haben oder so. Keine Ahnung. Beide geben gleich viel Erfahrung. Aber da haben wir ihn noch zum Schluss besiegt. Nice, den Kampf gucken wir uns nochmal an und Level Up 377. Sehr coole Sache. Gucken wir uns den Try nochmal an zum Schluss. Ja, Crit, noch ein Crit. Er haut keinen Crit. Wir müssen wieder critten, kein Crit. Sonst wären wir jetzt down und da haben wir ihn besiegt. Sehr cool. 300 Millionen Erfahrung und wir haben den kompletten Dungeon besiegt. Ja,
Sehr nice, sehr, sehr gut, sehr, sehr cool, freut mich sehr. Haben sehr, sehr viel Erfahrung gemacht in der Folge und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Ne? Alleine mit der neuen Waffe, die anderen Items sind alle noch komplett outdated hier. Ne? Wenn man sich mal die Stats anschaut, so, ne? Da geht noch deutlich, deutlich mehr und deswegen bin ich gespannt, was uns der Legendary Dungeon so beschert. Am Freitag, ne, geht's los und am Freitag um 18 Uhr oder so startet der Dungeon. Und ich glaube, so ab 14, 15 Uhr bin ich dann schon direkt live. Und da gehen wir dann direkt rein in den Dungeon. Gut, das soll es soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.